Ostfriesland. Viele Menschen mögen hierbei vielleicht zuerst an karge Landschaften, kleine Dörfer, wo sich noch Fuchs und Hase gute Nacht sagen, und an die Nordsee denken. Allerdings ist Ostfriesland auch eine reiche Kulturlandschaft. Orgelkenner und Liebhaber wissen diese Region so zu schätzen wie wohl kaum eine andere in Deutschland, haben sich doch in Ostfriesland rund 90 historische Orgeln aus rund 6 Jahrhunderten erhalten. Unter diesen Instrumenten ragt eines aufgrund seines Alters besonders hervor. Dieses möchte ich Ihnen und euch im folgenden Film gerne vorstellen. Risum. Das ist ein kleines Rundwarftendorf in der ostfriesischen Krummhörn, rund 11 Kilometer westlich von Emden gelegen. Für viele Orgelpilger aus aller Welt ist die reformierte Kirche ein Anlaufpunkt. Hier befindet sich eine der ältesten bespielbaren Orgeln der Welt. Ihren Ursprung hat die Risumer Orgel wohl zwischen 1440 und 1450. Wer sie gebaut hat, ist ungewiss. Ein in Groningen ansässiger Orgelbauer namens Hermannus wird mit ihr in Verbindung gebracht. Allerdings konnten hierfür nie Nachweise erbracht werden. Aus der Friesenchronik von Eggerik Benninger weiß man, dass die Risumer Bauern ihre neue Orgel damals mit 10 Rindern bezahlten, die über den zugefrorenen Dollard nach Groningen gebracht wurden. Das damalige Instrument wird wohl ein sogenanntes zweigeteiltes Blockwerk gewesen sein. Im Diskantblockwerk besaß die Orgel einen Tonumfang von Groß H bis F2, was anhand von Inskriptionen diverser Pfeifen festgestellt werden konnte. Die Pfeifen des Prästand 8 Fuß waren womöglich Teil eines Basswerkes, welches auf einer separaten Windlade stand und vermutlich über ein kleines Pedal gespielt werden konnte. Wir hören nun das Register Prästand 8 Fuß alleine. Hierbei handelt es sich fast ausnahmslos um Pfeifen aus einer hochprozentigen Bleilegierung. Der Klang ist auffallend dunkel und vokal, dennoch präsent und geprägt von einem warmen Strich. Aus derselben Zeit dürften auch die Pfeifen der beiden Register Oktave 4 Fuß und Oktave 2 Fuß stammen. Auch hier ist eine sehr weiche, warme, fast schon flötenartige Tongebung bemerkbar. Hören wir zuerst die Oktave 4 Fuß alleine. Es folgt nun die Oktave 2 Fuß. Im nächsten Tonbeispiel sind der Prästand 8 Fuß sowie die Oktave 4 Fuß gemeinsam zu hören. Anschließend gesellt sich noch die Oktave 2 Fuß zum originalen gotischen Prinzipalchor hinzu.
Im Jahre 1513 schließlich erhielt die Orgelempore eine Organistenkanzel. Vermutlich wurde auch die Orgel in diesem Zeitraum umgebaut und erhielt seitlich zwei Flügeltüren. Ob man hier schon das Instrument mit Schleifladen versah, ist nicht bekannt. Spätestens 1680 waren jedoch schon Schleifladen vorhanden. In diesem Jahr führte Joachim Kaiser eine umfangreiche Reparatur an der Riesumer Orgel durch, bei welcher er auch 7 neue gedrechselte Registerknöpfe einbaute. Eine weitere Reparatur des Instrumentes erfolgte zwischen 1689 und 1690 durch Valentin Ulrich Grotian. Einen größeren Umbau nahm in den Jahren 1736 bis 1738 Matthias Amor vor, der sein Handwerk vermutlich bei Arp Schnitger erlernt hat. Die gotischen Flügeltüren wurden entfernt und teilweise als Abdeckung für das Orgelgehäuse verwendet. Als Ersatz diente ab sofort ein barockes Schnitzwerk. Auch erhielt das Instrument eine neue Farbfassung. Amor erweiterte zudem den Tonumfang von Groß H bis F2 auf eine kurze Oktave ab Groß C beginnend, chromatisch bis G2 und schließlich noch A2 im Diskant. Zusätzlich erhielt die Orgel ein angehängtes Pedal. Das bis dahin vorhandene gedeckte 8-Fuß-Register, vermutlich ehemals eine Quintade, arbeitete Matthias Amor durch Erhöhen der Aufschnitte in ein Gedackt um. Im nächsten Tonbeispiel hören wir dieses Gedackt 8-Fuß alleine. Auffällig ist, dass die Klanggebung dieses Registers nicht sonderlich füllig, sondern eher leicht und im Bass fast schon dünn ist. Es ist nicht geklärt, ob Amor noch weitere Veränderungen an der Orgel vornahm. In den darauffolgenden 200 Jahren erfolgten viele weitere Reparaturen. Zwischen 1867 und 1868 ist das Gehäuse der Orgel im oberen Teil gekürzt worden, da in der Kirche eine neue Decke eingezogen wurde. Johann Diepenbrock aus Norden ersetzte gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Klaviatur sowie die Registerzüge. Im Januar 1915 empfahl die Orgelbaufirma Furtwängler und Hammer, welche damals die Riesumer Orgel in Pflege hatte, einen vollständigen Neubau. Dass man noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine derart alte Orgel ungeachtet ihres historischen Wertes sang- und klanglos verschwinden lassen wollte, zeugt von der damals herrschenden kulturellen Unkenntnis in diesem Bereich. Gott sei Dank kam es schließlich zu keinem Neubau. Eine umfassende Restaurierung, wenn auch nur in Anführungszeichen, ist dann 1941 durch Karl Pucher aus Norden erfolgt. Pucher entfernte 3 Register und ersetzte diese auf unsachgemäße Weise durch Zinkpfeifen. Die Pedalklaviatur wurde erneuert, sowie in der großen Oktave noch die Töne Cis, Dis, Fis und Gis hinzugefügt. Dennoch, der Zustand der Orgel verschlechterte sich zusehends. Schließlich wurde gegen Ende der 1950er Jahre beschlossen, das Instrument vollständig und nach denkmalpflegerisch strengen Vorgaben zu restaurieren und zu rekonstruieren. Die beiden jungen Orgelbauer Jürgen Arendt und Gerhard Brunsimmer aus Leer erhielten schließlich den Auftrag zur Restaurierung dieses bedeutenden Kleinods. Die Decke oberhalb der Orgel wurde entfernt, so dass der obere Teil des Gehäuses wieder rekonstruiert werden konnte. Ebenfalls entfernte man das barocke Schnitzwerk und ersetzte dieses wieder durch neue Flügeltüren, die nach historischem Vorbild gebaut wurden. Auch die 3 1941 verloren gegangenen Register, über deren genaues Alter nichts bekannt ist, wurden nach alten Vorbildern durch Arendt und Brunsimmer neu angefertigt. Die beiden Orgelbauer legten auch wieder eine terzenreine, mitteltönige Stimmung an. Die Manualklaviatur sowie die Windlade wurden nach alten Vorbildern ebenfalls wieder rekonstruiert. Lediglich der Keilbalg ist aufgrund von Geldmangel etwas kleiner ausgefallen, als er ursprünglich vermutlich war. Die Knöpfe der Registerzüge stammen noch von der alten Totentanzorgel der Lübecker Marienkirche, die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Arendt und Brunsimmer nahmen diese bei einem vorigen Besuch in der Lübecker Orgelbauwerkstatt Kemper, wo sie im Abfallcontainer lagen, mit.
Auch diese Restaurierung fand großen Anklang in der Orgelwelt und war maßgeblich für den guten Ruf der beiden Leraner Orgelbauer verantwortlich. Letztmalig wurde die Orgel nach Abschluss der letzten Kirchenrenovierung 2009 durch Hendrik Arendt gereinigt und die Prospektpfeifen mit neuer Zinnfolie überzogen. Der Orgelsachverständige Winfried Dahlke nahm zudem Untersuchungen an den gotischen Pfeifen vor. In den folgenden Tonaufnahmen hören wir nun die erhaltenen 4 historischen Register, gemeinsam mit jenen 3, die Jürgen Arendt und Gerhard Brunsemer zwischen 1959 und 1960 ergänzten. Beginnen wir mit einer Kombination aus Gedakt 8 Fuß, Oktave 4 Fuß und dem zweifachen Sesquialter. Nun folgt ein Prinzipalchor, bestehend aus dem Prästand 8 Fuß, den beiden Oktaven 4 Fuß und 2 Fuß sowie der 3- bis 4-fachen Mixtur. Besonders schön ist die Trompete 8 Fuß. Mit ihrem Klang erinnert sie stark an die beiden gleichnamigen Renaissance-Register in den Orgeln von Westerhusen und Uttum, die ebenfalls von Arendt und Brunsemer restauriert wurden. Zum Schluss ist das Plenum zu hören. Dieses besteht hier in Risum aus den Registern Prästand 8 Fuß, Oktave 4 Fuß, Oktave 2 Fuß, der 3- bis 4-fachen Mixtur sowie der Trompete 8 Fuß.
bedanke mich herzlich bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern und hoffe, mit diesem kleinen Porträt der Riesumer Orgel einen guten Einblick in dieses Instrument hinterlassen zu haben.